Guten Tag, meine Damen und Herren der Simracing Community und Simracing Liebhaber. Ich möchte heute mit euch meine Meinung darüber teilen, ob besseres Equipment mich schneller oder langsamer oder vielleicht schlechter, besser macht. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen, glaube ich, dazu, und jetzt legen wir mal damit los. Ich habe vor kurzem mir die Fanatec Club Sport V3 Pedale zugelegt und meine Hoffnung war es gewesen, dass ich etwas beständiger fahren kann, dass ich etwas, naja, die Zeiten verändern kann, vielleicht sogar verbessern kann. Also die Hoffnung war sehr groß. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen darüber, und lass mal schauen, was bei mir so passiert ist. Ich fahre nun schon seit circa 5 Jahren mit dem Logitech 29, auch mit den Pedalen, und da bin ich ziemlich schnell an meinem Limit angekommen. Und zwar ging es mir immer darum, ich hatte keine Ahnung, wo ich richtig bremsen kann, wo ich ein bisschen weniger bremsen kann, ob ich vielleicht ein bisschen nachlassen kann. Trial Braking war immer so ein kleines Problem gewesen, weil ich nie ein Feedback hatte über das Lenkrad. Und die Pedale haben sich relativ leicht angefühlt, sodass ich immer durchlatschen konnte, aber so die Mitte finden konnte ich nie so richtig. Nachdem ich die Club Sports installiert habe, hat sich herausgestellt, dass ich mich doch ganz schön umstellen muss. Also einige berichten von ca. 15 Minuten Einfahrzeit, also dem war nicht so. Ich brauchte tatsächlich eine ganze Woche, um mich da so ein bisschen einzutüdeln, einzufummeln. Wie fühlt sich das an? Wie muss ich jetzt tatsächlich bremsen? Wie ist Gas geben und so weiter? Die Einstellungen waren erstmal alle so weit okay. Aber erstmal hat man so ein bisschen Angst, die Dinger will man ja auch nicht kaputt machen. Und dann fängt man an, so ein bisschen sich auszuprobieren, und dann habe ich ein kleines Wunder erlebt. Durch die neuen Pedale kann ich etwas später bremsen, 40, vielleicht 60 Meter. Ich kann etwas früher aufs Gas gehen, mein Lenkeinschlag ist viel besser geworden, auch mit dem Logitech 29. Ich habe da jetzt weniger Problem damit, tatsächlich die Kurvenlage so ein bisschen zu halten. Ich finde den Apex etwas besser und ich kann etwas besser herausbeschleunigen. Das andere ist, wenn man in die Pedale reinlatscht, dann ist das folgendermaßen. Ähm, Es ist eher der Druck, also die Spannung, die ich mit dem Fuß aufbaue, und nicht, wie weit das Pedal eingespannt ist oder nicht. Das heißt, ich drücke drauf, ich spanne mein Bein an. Es geht relativ leicht zu kontrollieren. Das bedeutet, ich kann in die Kurve reinbremsen, ich kann bis zum Scheitelpunkt teilweise, zumindest mit den GT3-Fahrzeugen, reinbremsen. Das, was mir vorher mit dem Logitech nie so richtig möglich war. Das Einzige, wo ich mich orientieren konnte oder woran ich mich orientieren konnte, war eben, okay, quietschen jetzt die Reifen? Ja, nein. Und mein Lenkrad vibriert wie blöd, und ist das jetzt Untersteuern, Übersteuern, sind es blockierte Reifen? Keine Ahnung, ich wusste das einfach nicht. Das Interessante jetzt mit den Pedalen ist, die haben zwei kleine Vibromotoren dran. Dazu braucht man übrigens SimHub, damit man die überhaupt ansteuern kann. Und wenn man das vernünftig eingestellt hat, dann fühlt man tatsächlich das Überbremsen oder besser das Blockieren der Reifen in den Pedalen wie im echten Auto. Das heißt, die vibrieren ordentlich, und ich kann dadurch auch mein Force Feedback am Lenkrad viel besser einschätzen als das, was bei mir vorher der Fall war. Weil es war immer so, ja, rüttelt das jetzt deswegen oder bin ich jetzt auf den Curb gefahren oder keine Ahnung. Jetzt weiß ich ganz genau, aha, das da unten das ist der Lockup, und wenn ich jetzt einlenke und das Lenkrad bewegt sich kaum, dann ist das im Prinzip Untersteuern und oder Übersteuern, Curb oder sowas ähnliches. Also selbst mit dem Logitech 29. Kommen wir jetzt mal tatsächlich mal zu den Zeiten. Das war sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ich habe mal ganz nebenbei, ich habe noch kein Assetto Corsa Competizione, das waren irgendwie alle drauf ab. Ich habe tatsächlich lieber so ein bisschen mehr Modding gern. Also ich fahre gerne die Open Wheeler, die sind mir ganz lieb, weil ich wahrscheinlich dadurch, dass ich nur einen kleinen Monitor habe, viel besser einsehen kann, wo die Reifen stehen. Ähm, aber es ist interessant, dass ich bei Assetto Corsa im Schnitt eine Verbesserung von ca. 2,8 Sekunden hatte. Das heißt, ich hatte zum Beispiel Imola mit dem F 2004 Bestzeit ja, irgendwas um die 1,21 gefahren. Und jetzt bin ich bei 1,18. Das ist schon enorm krass viel mehr. Beim anderen Spiel, beim anderen Simulator, bei R-Factor 2, waren es leider nur, jetzt mal genau schauen, 0,6 Sekunden. Das hat aber eher einen anderen Grund. Das hat eher was mit dem Force Feedback zu tun. Das ist viel besser als bei Assetto Corsa. Die Fahrphysik ist ganz anders. Also da gibt mir das Force Feedback etwas mehr Informationen. Und bei F1 2020 bin ich ca. 1,5
Sekunden schneller. Also ich bin zum Beispiel das war in Melbourne, bin ich vorher eine 1,22 schieß mich tot gefahren. Jetzt bin ich bei einer 1,20, also relativ standardmäßig. Im Großen und Ganzen ist es so, dass ich viel konsistenter fahren kann. Also ich drehe mich nicht mehr so oft. Mein Lenkradeinschlag ist wesentlich ruhiger geworden. Ich habe mehr Vertrauen ins Auto gewonnen. Und das ist das, worum es im Prinzip geht. Das heißt, die Rennen werden für mich natürlich etwas besser laufen jetzt als vorher und die besseren Zeiten bringen mich natürlich in die besseren Positionen. Fazit: Ja, das bessere Equipment hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich ausgezahlt, obwohl es relativ viel Geld kostet. Ähm, ist es trotzdem für mich eine Bereicherung, besonders so im Sim-Racing-Bereich. Besseres Fahrgefühl, schnellere Zeiten, besseres Einlenkgefühl, besseres Verständnis der Strecke, viel realistischere Bremsen und etwas kompakteres Gefühl insgesamt. Also ja, lohnt sich verdammt nochmal. Ja, 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 ja. Und ja, die Verlinkung gebe ich in die Beschreibung, sowohl von SimHub als auch von den Fanatec, Clubsport wie 3 Pedalen. Viel Spaß mit denen. Ich hoffe, die Information war sehr hilfreich. Falls euch das gefallen hat, natürlich liken, subscriben. Ich werde versuchen, jetzt mal so eine kleine Serie mal rauszubringen. Ein bis zwei Videos circa pro Woche mit ein paar Rekorden, ein bisschen Nordschleife fahren, R-Factor, Assetto Corsa. F2020 wahrscheinlich eher nicht. Ich werde mal schauen, ob ich mir Assetto Corsa Competizione zulege, um da noch mal ein bisschen online mithalten zu können oder sich mal probieren. Also, bis die Tage, ciao, ciao und auf Wiedersehen.